Heute sprechen wir darüber, dass du auf Etsy wirklich aktiv sein sollst, um genügend Kunden zu deinem Shop zu bekommen. Was heißt das denn jetzt für dich? Ja, das heißt im Prinzip, dass du am besten jeden Tag neue Produkte veröffentlichst. Ich kann dich schon sagen hören, um Gottes Willen, jeden Tag neue Produkte, das ist ja fürchterlich. Ja, aber du kannst deine Produkte auf Draft stellen, also auf, ja, du kannst sie schon mal abspeichern und dann später veröffentlichen. Das heißt, du kannst eine ganze Handvoll Produkte erstellen und jeden Tag wirklich ein Produkt veröffentlichen. Warum dieser Stress? Ganz einfach. Etsy liebt es, wenn du in deinem Shop aktiv bist. Und genau aus dem Grund solltest du auch ja immer wieder dafür sorgen, dass in deinem Shop irgendetwas vor sich geht. Und wie kannst du das am besten? Das kannst du definitiv am besten, wenn du neue Produkte hinzufügst. Und wenn du das schaffst, ja, 30, 60 Tage, mal gucken, wie lange hältst du durch, dann schickt Etsy dir auch Kunden auf den Weg und die kaufen auch bei dir natürlich, weil die sind ja für die richtigen Produkte gelistet. Das haben wir uns gestern im SEO angeguckt, ne? Also Etsy SEO ist nicht unwichtig. Und je mehr Produkte du in deinem Shop hast, für mehr Keywords wirst du natürlich auch gefunden. Etsy lässt sich ja nicht vorschreiben, für welche Keywords es sich listet. Und aus dem Grund ist es eine ganz gute Sache, wenn du immer wieder neue Produktbeschreibungen hast. Also nicht immer nur Copy und Paste, ne? Sondern wirklich auf das Produkt abgezielte Produktbeschreibung, so wirst du für immer weitere, immer mehr Keywords gefunden und dementsprechend bekommst du auch immer mehr Traffic in deinen Shop. Also wir sagen immer gerne, du musst jedes einzelne Produkt richtig lieb haben und es richtig gut fertig machen, damit es ja einmal und für immer eingestellt wird. Stell dir vor, du bist in einer Fußgängerzone, bei dir in deiner Fußgängerzone, hast gerade deinen Shop eröffnet und du bekommst tatsächlich Kunden, die in deinen Shop kommen und du hast 5 Produkte im Shop. Ja, das ist nicht besonders wünschenswert, richtig. Schöner ist es, wenn deine Kunden kommen und eine ganze Regale voll Produkte sehen, von denen sie sich die schönsten aussuchen können, also für sie die schönsten aussuchen können und diese kaufen können. Das wird nicht passieren, wenn du nur ein paar Produkte in deinem Shop hast, weil dann hat eigentlich keiner Lust, so richtig bei dir einzukaufen. Die fragen sich eher, wozu der Stress, ne? Der macht einen Shop auf oder die macht einen Shop auf und das Einzige, was ich hier finde, sind 5 Produkte. Ja, was soll ich denn damit? Also wichtig ist, dass du eine ganze Handvoll Produkte hast, die du immer wieder nachliefern kannst. Und bevor du deinen Shop eröffnest, solltest du das vielleicht auch bedenken, dass du erstmal eine ganz Anzahl, eine gute Anzahl an Produkten erstellst, sodass du ja schon mal ein bisschen vorgearbeitet hast. Ne? So ganz schlecht ist das nicht. Vor allen Dingen bei den digitalen Produkten. Die kann man immer erstellen, wenn man denn genug Zeit hat. Aber man muss halt auch immer dafür sorgen, dass sie dann wieder schön gemacht sind sozusagen, also mit einer schönen Beschreibung versehen sind und dann in deinen Shop eingestellt werden. Ja, das ist der Tipp für heute. Bitte kümmere dich darum, dass du genügend Produkte für deinen Shop hast. Überleg dir immer, wie dieser auf deine Kunden wirkt, wenn nicht genug Produkte drin sind. Also 4, 5, 6 Produkte, das reicht einfach nicht. Bei 100, 150, 200, da wird es interessant. Da wird es nämlich langsam so, dass du auch ja, überall gefunden wirst und dann natürlich auch sehr viel mehr verkauft wird. Ja, viel Spaß beim Erstellen deiner Produkte. Das ist nämlich, ja, ich weiß, das ist doch das, was du eigentlich gerne tust, richtig? Also, viel Spaß wünsche ich dir dabei, neue Produkte für deinen Etsy-Shop zu erstellen.